Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mir wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar möchte ich euch aufgrund einer Frage in den Kommentaren mal die ControlNets oder ein paar der ControlNets für Stable Diffusion 1.5 vorstellen. Es hat vielleicht für ein bisschen Verwirrung gesorgt, als ich die ControlNets für SDXL vorgestellt hatte in meinem Video. Natürlich funktionieren die SDXL ControlNets nicht für die alten Stable Diffusion Versions. Da gibt es spezielle ControlNets für und das werde ich euch mal hier in diesem Video jetzt zeigen, wo ihr die kriegt und wie ihr die anwenden könnt. Als allererstes die ControlNets selber, die sind ein bisschen versteckt eigentlich auch von der ComfyUI-Seite zu erreichen. Und zwar hier sehen wir die offizielle ComfyUI GitHub-Seite und wenn ihr hier runter scrollt auf ComfyUI Examples, dann seht ihr hier irgendwo versteckt hier ControlNets and T2i Adapter. Wenn ihr da drauf klickt, dann kriegt ihr die Beispiele für die ControlNets. Aber hier oben seht ihr verlinkt, wo ihr sie finden könnt. Und zwar ist das einmal die Originalversion oder kleinere FP16 Versionen. Ich habe mir die Originalversionen geladen. Ihr könnt auch die kleineren laden. Das ist eigentlich im Prinzip der Unterschied der Bitweise. Also die Originalversionen sind 32-Bit, die 16er Versionen sind 16-Bit, brauchen weniger Speicher, sind auch schneller, aber nicht so präzise wie die Originalversionen. Aber wenn ihr Memory-Probleme oder Performance-Probleme habt, probiert auch ruhig mal die FP16. Wir klicken hier mal auf den Original-Version und hier sehen wir sie schon. Das ist die Seite, wo wir die ganzen ControlNets runterladen können. Und zwar sind das immer diese PTH-Files hier. Das sind die großen 32-Bit-Varianten, die habe ich mir geladen. Die kleinen sind ungefähr die Hälfte nur, 700 Megabyte oder so. Könnt ihr ausprobieren, könnt ihr selber entscheiden, welche ihr nehmt. Technisch gesehen machen die das Gleiche. Und hier gibt es verschiedene Varianten. Wir gucken uns in diesem Video einmal das Depth an. Das ist aufgrund von Tiefeninformationen Bilder erzeugen. Wir gucken uns das Canny an. Das ist aufgrund von Umrissen Bilder erzeugen. Wir schauen uns das InPaint einmal an. Sehr interessante Variante, um auch noch ein InPaint zu betreiben. Und wir schauen uns das OpenPose einmal an, weil das auch so grob gesehen die sind, die ich für SDXL vorgestellt habe. Die anderen hier könnt ihr gerne auch ausprobieren, wenn ihr hier von diesem Link ausgehend auf Modelcard zum Beispiel klickt. Nein, hier seht ihr nichts, schade. Dafür aber auf einer anderen Seite, zeige ich euch jetzt auch noch. Ich dachte, hier wäre es ein bisschen detaillierter, aber das ist nur ein Repository zum Runterladen. Ich packe euch natürlich den Link hier hin, also hier auf die Original-Versions, den packe ich euch mit in die Beschreibung. Den hier nicht, aber wie gesagt, ihr kommt von der ComfyUI Startseite aus, scrollt runter, geht auf ComfyUI Examples, geht hier auf ControlNets und hier habt ihr dann die Links zu beiden Versionen noch extra. Was ich euch auch noch empfehle, ist diese Node Collection hier, die hatte ich auch empfohlen im SDXL ControlNet Video. Ist dieselbe Node Collection, wenn ihr die habt, super. Wenn nicht, geht ruhig mal hier hin. Ich packe euch auch den Link hiervon in die Beschreibung. Und die empfehlen tatsächlich eine Installation mit dem ComfyUI Manager. Das handelt sich hierbei um sogenannte Preprocessors, also Nodes, die in der Lage sind, die für die ControlNets benötigten Bilder zu generieren. Und wenn ihr das über den ComfyUI Manager macht, schaut doch da gerne mal in mein Video rein, falls ihr euch den noch nicht installiert habt. Der lohnt sich wirklich. Öffnet ihn, geht auf Install Custom Nodes, geht hier oben auf Prepro oder sucht nach Prepro besser gesagt. Und da findet ihr diese beiden hier. Nehmt hiervon den Work in Progress, also WIP, ControlNet Preprocessors Auxiliary Models. Und nicht den hier oben. Das ist eine outdated Variante. Die könnte noch funktionieren, aber wenn man hier drauf klickt, dann kommt man hier hin und hier steht schon selber,
dass das ein Rework der alten ist. Und wenn man in die alten reinguckt, steht hier drin, dass sich nichts mehr tut. Deswegen nehmt die hier unten, die mit WIP gekennzeichneten, drückt hier auf Installieren, startet ComfyUI neu und die Dinger erscheinen in euren Auswahlmenüs. Okay, um die ControlNets auszuprobieren, brauchen wir erstmal wieder ein Basic Setup. Wir nehmen einmal einen Pipe Loader von den TinyTerra Nodes. Wir nehmen einen Pipe Sampler von den TinyTerra Nodes, verbinden das über die Pipe und haben schon ein Sampling. Ich stelle mal eben Sampler und Scheduler ein auf meine beliebtesten Einstellungen, DPM, PP2M und Keras. Wobei langsam tendiere ich auch zu diesen SDE-GPU-Samplern. Allerdings funktionieren die, glaube ich, nicht für jedes Model. Bleiben wir mal auf der sicheren Seite hier und nehmen dann den altbeliebten und altbekannten. Ich nehme hier mal auf Save, gebe hier für das Video einmal ein ControlNets als Präfix für meine Files, womit die Bilder gespeichert werden. Das erleichtert mir einfach später das Ganze ein bisschen zu sortieren und in Ordnung zu halten. Okay, jetzt haben wir ein Basic Setup hier und können mal anfangen, die ControlNets zu laden. Ich nehme für dieses Video mal das Ref Animated Model, weil ich glaube, da kann man es ganz gut sehen, wenn wir jetzt mal Bilder übertragen. Als Positive und Negative müssen wir gleich mal gucken, was wir da eintragen. Wobei Negative kann ich schon sagen, das ist Easy Negative, weil das Ref Animated eher so ein zeichnerisches Model ist. Dafür ist der Easy Negative als Textual Inversion gut fürs Negative. Und was wir brauchen, ist eigentlich nur, wir brauchen einmal einen ControlNet Loader. Der kommt von ComfyUI selber, müsste sich hier im ja, hier ist er ja, Load ControlNet Model, in den Loaders befinden, und wir brauchen ein ControlNet Apply. Das ist auch aus den Standard-Nodes und kommt, da muss ich selber gucken, ich benutze inzwischen eigentlich nur noch die Shortcuts hier unten im Conditioning-Bereich Apply ControlNet. Was man hier nur machen muss, ist, wir brauchen einmal das Model des ControlNets an sich. Das kann ich schon mal einen Ticken größer ziehen, damit wir das besser sehen. Wir brauchen ein Conditioning, da können wir das Positive aus dem Sampler nehmen und das Conditioning weiterleiten, aus dem Loader, Entschuldigung, und in den Sampler weiterleiten. Und damit haben wir eigentlich schon alles bereit gemacht, um ControlNets laden zu können. Und wir fangen mal an. Wir gehen einfach mal der Reihe nach hier oben durch. Das wäre der Kenny, aber nicht der hier oben. Der Rank 256, das sind die SDXL. Die funktionieren nicht. Wir müssen hier an der Stelle die mit SD15 nehmen. Das ist der Kenny. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Kenny? Kenny macht Outlines, also Umrandungen, an denen sich die anderen Motive halten sollen. Und da schaue ich einmal kurz auf Pexels, ob wir ein Bild finden, was vielleicht ganz gut ist. Wir suchen mal nach Woman. Mal gucken, ob wir irgendwie ein schönes Bild haben. Was ist denn mit ihr hier? Wobei mit der Brille möchte ich jetzt nicht riskieren, dass wir da lange rumdoktern müssen. Das hier vielleicht. Wir können das Bild mal ausprobieren. Und dafür brauchen wir noch einen Image Loader. Load Image. Ah, unser Hai. Hallo Hai. Hallo Bruce. So. Wir schieben hier schon mal das Bild darüber. Wir werden es einmal runterskalieren. Dafür nehme ich ein Scale to Side. Und zwar auf eine Höhe von, Moment, wir haben Landscape. Dann müssen wir das auf eine Höhe von 576 am besten in der Höhe einmal runterskalieren, damit wir uns so grob in den Stable Diffusion 1.5 Bereichen befinden. Das heißt, wir machen hier auch eine Höhe von 576 und das würde dann für ein Landscape ein 1024er Breite
Na, grob bedingen. Ich weiß nicht, ob das wirklich 16:9 ist, das Originalbild. Wir schauen mal. So, jetzt sortiere ich das Ganze mal ein bisschen an. Wir können hier das alles auch ein bisschen schon mal weiter nach rechts schieben. Das schieben wir mal ein bisschen raus, dass alles hier ein bisschen ordentlich aussieht. So. Und was wir an der Stelle noch brauchen, da wir ja hier in dem Apply Control Net unser Kenny verwenden, da gehen wir jetzt in die Control Net Preprocessors, das ist die Node Collection, die ich Anfang des Videos empfohlen habe, und schauen mal in die Line Extractors rein, und hier haben wir einen Kenny Edge. Und das ist das, was wir dafür brauchen. Das heißt, wir ziehen uns das Bild, was wir als Referenz haben wollen, hier rein und packen es hier oben rein. Das war sinnfrei, was ich da vorher gebaut habe. So muss das Ganze aussehen. Und hier hinten, da wir ja wir müssen auf 1 bleiben. Ich dachte gerade, wir gehen ja in den Image-to-Image, aber das ist es ja nicht. Wir wollen ja einfach nur ein Vorbild haben und ein komplett neues Bild aufgrund dessen erzeugen. Wir machen hier ein Preview-Image rein, dann können wir nämlich einmal kurz gucken, was diese Kenny-Node macht. Und als Positive können wir jetzt sagen, Woman sitting in a chair, holding her hands up. Und hier unten nochmal zur Sicherheit, damit ich das Video nicht blurren muss, machen wir es so. Okay, VAE nehme ich nochmal die Stable Diffusion VAE. Die macht ein bisschen besseres Bild. Und wir schauen mal, ob es funktioniert oder ob ich mich irgendwo vertan habe. Nein, es funktioniert. Er hat das Kenny hier schon erzeugt. Das Ganze sieht dann halt so aus. Das ist Kenny. Er hat jetzt die Outlines im Bild erkannt und benutzt diese jetzt als Vorlage zum Rendern des neuen Bildes. Und das werden wir hoffentlich gleich beweisen können. Er hat jetzt gerade hier oben das Control Net geladen. Hier sieht man schon. Einwandfrei. Kenny hat funktioniert. Wir haben jetzt ein Bild erhalten, was sich an der Vorgabe des Originalbildes orientiert, aber trotzdem mit einem Denoise von 1. Also wir haben komplett neues Bild erhalten. Nur in dem Fall die Pose dieser Frau wurde auf unser neues Bild übertragen. Wir können noch mal eins starten. Da kommt das gleiche bei raus. Wir können auch mal nicht sagen a woman, sondern a man sitting in a chair holding his hands up. Und kriegen auch stilistisch gesehen dasselbe Resultat. Ich lasse die beiden mal so offen. Beziehungsweise wir können diesen Workflow auch einmal, das mache ich ein bisschen unschön, aber wir können den einmal so kurz hier runterschieben. Ich mag das nicht, wenn Nodes von hier hinten wieder zurück nach hier oben gehen, aber es hilft einfach dann beim Vergleichen. Ja, und das können wir jetzt beliebig wiederholen. Über die Qualität der Bilder an dieser Stelle, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Es geht ja hier nur um das Übertragen. Wir können hier auch mal sagen, das will ich jetzt mal machen, an alien sitting in a chair holding his hands up, its, sagen wir mal, its hands up. Ja. Richtig cool. Richtig cooles Bild geworden. Aber der Sinn ist klar, oder? Das ist das Kenny Edge. Das macht dieses. Als nächstes schauen wir mal rein. Was haben wir sonst noch in der Liste? Wir gehen jetzt mal auf das Depth. Ich habe eben gesagt, wir gehen alphabetisch, ne? Das waren aber die SDXL. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Wir gehen jetzt mal hier auf das Depth Model. Dafür brauchen wir nicht die Kenny Edge Node. Dafür brauchen wir eine Tiefen-Node. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob sowas in diesen Collections hier drin ist. Es gibt sie auf jeden Fall. Doch hier, es gibt die Midas Depth Map. So, und die ziehen wir jetzt auch mal rein. Alternativ dazu, wenn ihr noch andere Node Collections habt, sucht nach Midas. Und
Hier gibt es auch die Midas Depth Approximation von der WAS Node Suite und dementsprechend auch den Midas Model Loader von der WAS Node Suite. Den können wir uns vielleicht gleich auch nochmal angucken, ob er irgendwas anderes macht, aber wir nehmen jetzt mal den aus den Node Collections, die wir installiert haben. Wir setzen das wieder dahinter. Wir haben hier oben unser ControlNet Depth eingestellt. Wir nehmen die Standard Einstellungen hier. Wir gucken uns das mal im Preview an und wir lassen es mal damit rattern. Die Nodes brauchen immer ein paar Sekunden länger als so eine Canny Node. Das liegt daran, dass Tiefeninformationen gesammelt werden. Das ist das hier nämlich. Das ist eine Tiefeninformation. Je heller das Bild, umso weiter befindet sich derjenige, also der Teil vorne im Bild. Also weiß, das Gesicht ist der vorderste Teil des Bildes und hier hinten, wo es ins Schwarze übergeht, das ist zwar eine Ecke, ne? Genau, hier die Ecke im Raum. Das funktioniert auch. Und wie wir sehen, hier haben wir schon wieder ein neues Alien gekriegt. Das funktioniert auch einwandfrei. Es werden jetzt einfach auch wieder Konturen übertragen. Wir können nochmal ein anderes Bild als Test nehmen. Was ist denn zum Beispiel bei so einem Bild? Kommt er damit klar? Kann ich die... Ja, hier unten ist ja unsere Load Image Node. Wir lassen das einmal durchlaufen. Funktioniert auch auf Anhieb ziemlich gut. Ich nehme das Alien nochmal raus für diesen Test. Achso, wir haben jetzt Sitting in a Chair, das stimmt ja auch nicht. A Woman Jumping. Er hat es trotzdem gemacht, auch wenn es drin stand, weil das ControlNet halt sich doch sehr stark da reinfuscht. Und ja, wie wir sehen, was hat sie? Nee, der geht's gut, keine Sorge. Der geht's gut. Die können wir schnell heilen, indem wir hier hinten sagen Smiling. Das Ganze nochmal rattern lassen. Ihr geht's nicht so gut. Aber naja, das ist Prompting. Ich denke, es wird ganz gut klar, wofür dieses ControlNet an der Stelle hier ist. So, er hat es alles ziemlich gut erkannt. Auch die Beine hier, wie die sind. Die Arme, also die Armhaltung. Die Haare hat er erkannt. Ja, man sieht es hier ziemlich gut an der tiefen Karte, dass sogar der Hintergrund als extrem weit entfernt angesehen wird. Das ist halt ein Himmel und hier nehme ich mal an Meer hier unten. Das hat er schon sehr gut erkannt. Ich glaube, die Node hier brauchen wir uns gar nicht angucken. Die erzeugt auch so eine Karte, aber hier die aus diesen Preprocessor-Nodes, die ist schon richtig gut. Die hatte ich vorher noch gar nicht selber verwendet, aber die scheint richtig gut zu sein. Naja, okay. Als nächstes haben wir Teil machen wir später. Ich habe Depth zweimal, das ist einmal die 32-Bit-Variante und einmal die 16-Bit-Variante. Wir haben uns jetzt die 32-Bit-Variante angeguckt. Wir haben Canny genommen, ich auch zweimal. Wir gucken uns OpenPose an. OpenPose hatte ich ja auch im SDXL ControlNet Videos angeschlagen. OpenPose ist im Prinzip, da kann man auf openpose.com gehen. Nein, das ist falsch. Geht nicht auf openpose.com, geht auf openposes.com. So nämlich. Und das hier sind OpenPoses. Diese Strichmännchen, die hier angezeigt werden. Und zwar, das laden wir jetzt mal rein. Habe ich schon. Hier brauchen wir im Prinzip das nicht mehr. Wir brauchen das auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt hier unten in unser Load Image. Also wir gehen jetzt nach wie vor vom Load Image, skaliere ich das ein Stückchen runter und gehe dann aber direkt aus unserem Quellbild oder aus der runterskalierten Variante in dem Fall in das ControlNet rein jetzt, wo wir OpenPose geladen haben. Und wir müssen jetzt eine OpenPose laden in dem Fall. Wir nehmen mal
Hier sie mit den Armen nach oben gestreckt. Ziehen das einmal hier rüber in unser Comfy UI. Da werden die Werte jetzt nicht mehr stimmen. Wir gehen hier mal zurück auf 512 mal 512 und sagen an der Stelle einfach nur mal a woman holding her arms in the air. Probieren mal, ob es funktioniert. Die Note, die kann ruhig motzen, die brauchen wir aber auch nicht an der Stelle. Kann ich deaktivieren. Ja. Also auch hier hat er diese Pose erkannt und erzeugt uns jetzt dementsprechend Bilder mit dieser Pose und das lässt sich auch wieder. An woman habe ich hier noch stehen, super Englisch. An alien holding its arms in the air. Einfach nur mal, um zu schauen, dass man das Ganze auch auf abstrakte Varianten dann übertragen kann. Und hier könnt ihr jetzt halt auch hingehen und sagen, ihr wollt aber zum Beispiel diese Pose dann lieber haben. Ladet die hier rein. Startet das Ganze. Wie cool, er hat die Victory-Pose genommen. Yeah. Erde erfolgreich erobert. Yeah, Selfie. Victory-Selfie. Interessant. Ich mache das jetzt natürlich gerade nur mit humanoiden Figuren. Was jetzt nicht so gut funktioniert, ist wahrscheinlich, wenn man da jetzt sagt, das ist eine Katze. Interessant interpretiert, aber es ist eine humanoide Katze. Also es kommen humanoide Varianten dabei raus. Okay, das ist Open Pose. Wir schauen jetzt nochmal eben, hier das Scaling hatte ich ein bisschen falsch, aber es hat trotzdem funktioniert. Inpainting. Das ControlNet Inpainting ist eine ziemlich coole Sache auch. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir das angehen. Wir brauchen an der Stelle nicht mehr unseren Scale to Side. Das brauchen wir nicht mehr, die brauchen wir. Preview Image brauchen wir, glaube ich, auch nicht und Load Image auch nicht. Was wir nämlich brauchen ist, wir brauchen nochmal einen zweiten Sampler, damit wir uns ein Grundbild erzeugen können. Nein, das war falsch. Das Positive von da und das können wir da reinziehen. Dann wird es ein bisschen übersichtlicher. So. Und was wir jetzt machen können ist, ich benutze hier am liebsten die sogenannte Preview Bridge. Und zwar kommt die aus dem Impact Pack. Auch ein sehr gutes und nützliches Node Collection Pack. Die können wir da einmal reinziehen. Und den stelle ich schon mal auf Fixed an der Stelle, den Sampler, weil wir an dem Bild arbeiten wollen. Genau. So. Was wir jetzt an dieser Stelle nämlich nicht brauchen, ist der Output der Maske. Wir können jetzt einfach sagen, beziehungsweise, nee, wir machen das anders. Passt auf. Ich nehme die Preview Bridge weg. Die könnt ihr dann natürlich für verwenden, aber wir können auch den Sampler hierfür verwenden, weil wir nämlich einfach das Image aus diesem Sampler hier oben ins ControlNet schieben können. Und dann schieben wir einmal das, nee, brauchen wir glaube ich auch nicht. Wir lassen es jetzt mal so. Ich muss mich gerade selber ein bisschen reinfuchsen, also Experimenting Mode gerade eingeschaltet und wir gucken mal, ob wir einen Prompt erstellen können. Und wir sagen jetzt mal Warrior Princess walking through a forest. Mal gucken, was bei rauskommt. Der Sampler ist auf Fixed. Und jetzt tut sich natürlich noch nichts. Wobei wir sehen, das Bild hat sich schon einen Ticken verändert. Wir gehen jetzt aber hier hin und sagen, wir möchten das Ding mal hier im Mask Editor öffnen. Rechte Maustaste drauf, Open in Mask Editor. Und jetzt sehen wir das hier. Und jetzt sagen wir hier unten mal
in der Ecke. Wir wollen, dass da ein Fuchs noch mit rumläuft. So. Und jetzt müssen wir hier oben aber ein anderes Conditioning eintragen. Und zwar sagen wir hier, wir nehmen mal den... Wieso wird der mir hier eigentlich nicht vorgeschlagen? Wir nehmen hier den Standard Conditioning vom Comfy UI. So, machen wir ein bisschen Platz hier. Schieben das Conditioning schon mal hier rein. Nehmen den Clip hier vorne aus dem Ding raus und sagen a Fox. Wenn wir das jetzt nochmal laufen lassen, dann passiert genau gar nichts. Einwandfrei. Was habe ich falsch gemacht? Ich muss mir eben kurz gucken, was ich falsch gemacht habe. Beim Testen hat es funktioniert. Ja, ich bin dumm. Aber ihr kennt die Videos, ich lasse die Fehler drin. Es funktioniert so natürlich nicht. Was wir nämlich noch brauchen, deswegen habe ich ja gesagt, ihr braucht diese Node Collection hier. Geht in die Node Collection, die ich am Anfang des Videos empfohlen habe. Und zwar ist es da unter Others und hier gibt es den InPaint Preprocessor. Und hier zieht ihr das Bild rein und zieht es von da aus ins ControlNet. Ich werde uns mal hier hinten ein bisschen mehr Platz verschaffen, damit man die Lines besser sehen kann. Wir brauchen diesen InPaint Preprocessor an der Stelle. Und wenn ich das jetzt mache, bitte, bitte lauf. Ja, grundgütiger. Okay. Merkt euch, wenn ihr Videos macht, das kommt dabei raus, wenn ihr eine neue Technik 5 Minuten vom Video probt und es dann sofort zeigen wollt, weil ihr es cool findet oder so. Sorry, wir brauchen doch die Preview Bridge. Der Typ da vor dem Monitor, der erzählte aber auch wieder einen Käse heute, das ist unglaublich. So, wir brauchen die Preview Bridge, wir nehmen davon das Image und davon die Mask und nehmen hier die Mask weg. Das war nämlich das Problem, dass ich gerannt bin. Es könnte auch anders funktionieren. Das Problem ist aber, dass unser Sampler hier keinen Mask-Output hat und das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So. Wir gehen hin und lassen uns das hier erzeugen und sagen jetzt hier Open in Mask Editor. Gehen hier jetzt hin und sagen, wir wollen hier irgendwie in dieser Ecke einen Fuchs haben. So. Und machen das gleiche dann nochmal. Und jetzt hat er uns eine interessante Variante des Fuchses gemacht. Er kommt mit dem Motiv nicht so ganz zurecht. Was ist denn das? Er verschmilzt das alles mit ein bisschen miteinander. Ich jetzt sage, ich möchte einen Pilz hier haben. Haben wir einen Pilz? Ich glaube hier unten, ne? Ja, kann man das ein bisschen besser sehen? Ja, er hat uns jetzt Pilze da unten hin gemacht. Ich möchte mal was haben, was man eigentlich besser sehen kann. Deswegen nehme ich mal A Snake Sneaking on the Ground. Ja, er kommt hier durcheinander. Weißt du was? Mach uns mal ein anderes Bild. Da kommt nicht viel bei anderes bei rum, oder? Obwohl, hiermit können wir auch mal was machen. Wir machen Open in Mask Editor. Ich mache einfach mal so. Save to Node. Und sag hier oben Wearing a Helmet. Was passiert? Ja, wir haben ein... Ist das der Master Chief? Nehmen wir mal noch eins. Ja, okay. Aber ne, mit diesem ControlNet kann man InPainting betreiben, ohne ja einerseits ohne ein InPainting-Model zu verwenden, was ich schon ganz cool finde. Also wir brauchen jetzt nicht das extra Ref Animated InPainting Model, sondern wir können einfach mit dem normalen Model weitermachen und uns hier dann
Basisbilder erzeugen. Wie gut das funktioniert später bei abskalierten Bildern oder so, habe ich noch nicht ausprobiert. Könnt ihr ja gerne mal machen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass das auch noch eine Möglichkeit des In-Paintings ist. Was wir aber mal hier eben machen können, ist, wenn wir uns mal das Rev Animated In-Painting Model dazu ziehen und hier hinten im Sampler unser Nicht-In-Painting-Model überschreiben. Einmal kurz gucken, was passiert. Er lädt es jetzt hier an der Stelle. Und es funktioniert schlechter. Also man braucht hier wirklich kein In-Painting-Model an dieser Stelle. Man kann es auch so versuchen. Ist gut für Varianten, wenn es keine In-Painting-Models gibt und man nicht mit dem klassischen In-Painting arbeiten möchte. So, als letztes haben wir noch das Teil. Und das Teil habe ich eigentlich schon im Upscaling-Video besprochen. Das Teil ist dafür da, Upscalings zu betreiben. Das heißt, wir können uns den ganzen Kladderadatsch hier mal ein bisschen aufräumen. Das brauchen wir trotzdem noch. Wir brauchen aber allerdings, brauchen wir das nicht? Brauchen wir nicht. Wir lassen diesen Sampler ein Bild erzeugen und sagen dann, wir möchten das Bild einmal hochskalieren. Scale to Site. Aus den Derfonodes stammen diese übrigens. Benutze ich sehr gerne, weil man sich dann nur um eine Breite kümmern muss. Oder entweder die Weite oder die Höhe. Das ist in dem Fall egal. Wir sagen mal, die Höhe ist 1024. Das heißt, schicken das Bild da rein, schicken das Bild da rein. Was wir dann an der Stelle brauchen, ist, wir müssen das Latent einmal hier rüber schleppen. Und hier hinten machen wir einen Denoise von 0,5, weil wir im Upsampling sind hier. Und wir lassen das Ganze mal rattern. Jetzt lädt er uns hier oben das ControlNet wieder. Und patsch, ja, was denn hier los? Conditioning, hast du recht, fehlt. Kriegst du, bitteschön. So. Und jetzt haben wir hier ein 1024, sollten wir eigentlich haben. Das sieht immer noch so klein aus. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Image Scale to Site. Ja, Grundgütiger, was ist denn heute los? Aber meistens freut es euch ja. Ah, deswegen. Wir schicken das Latent ja von hier hinten rüber. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen ein AddNode Latent VAE Encode an der Stelle machen. Dafür brauchen wir die VAE von hier vorne. Wir müssen das Bild da reinschicken und das als Latent nehmen. Und dann sollte das gehen. So, jetzt aber. Ja, jetzt haben wir ein hochskaliertes Bild von unserem Basisbild. Das war das Basisbild mit 512 x 512. Das sieht man hier oben auch immer ganz gut. Jetzt haben wir es auf 1024 vergrößert. Es sind wesentlich mehr Details dazugekommen. Und das kann man dem ControlNet verdanken, was dafür sorgt, dass die Bereiche im Bild in kleine Teile aufgesplittet werden und die Sampler dank des ControlNets, was ja im Prinzip Python-Code ist, dann in der Lage sind, das Ganze stückweise zu skalieren und dann wieder zusammenzusetzen. Das ist es. Wir können hier auch noch eine größere Variante nehmen. Wir nehmen mal 1440p. Lassen das mal berechnen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und da ist er fertig. Jetzt schauen wir uns nochmal das Endergebnis an. Das ist jetzt ein Upscaling mit reinem ControlNet auf 1440p. Es funktioniert ganz okay. Man sieht hier dieses Gepixel hier vom Skalieren. Es skaliert halt dann auch die Pixel mit hoch. Ja, deswegen für mich rein zum Hochskalieren benutze ich es nie. Wofür ich es benutze, ist nach einem normalen High-Res-Fix-Upscaler, dass ich dann nochmal einen Teil ControlNet
darauf packe, weil ich bemerkt habe, dass dieses Control-Net da, und das ist jetzt auch wirklich nur irgendwie meine subjektive Empfindung, beziehungsweise das, was ich gelernt habe aufgrund der Vergleiche zwischen den Upscaling-Methoden, dass das Control-Net-Teil am Ende nochmal dafür sorgt, dass das Bild näher am Original bleibt, als wenn man es weglassen würde und nur durch diesen Iris-Fix jagt. Aber da könnt ihr gerne mit rumprobieren und experimentieren. Okay, wir schauen nochmal eben, ob ich was vergessen habe. Ich glaube nicht. Wir hatten Depth, also wir hatten Tile, wir hatten Depth, wir hatten Kenny und wir hatten InPaint und wir hatten Open Pose. Und wir hatten eine Menge Fehler in diesem Video. Aber ich glaube schon rauszuhören in euren Kommentaren, dass es auch ganz gut ist, die Fehler einfach drin zu lassen. Einfach mal auch sehen zu können, dass, ja, in welche Fehler man rennen kann, dass die Lösung eigentlich immer nur irgendwo eine Kleinigkeit bedeutet, dass man nicht Angst haben muss, oh, hier poppt ein großer roter Fehlercode auf, ja, weil du Honk einfach vergessen hast, hier oben das Conditioning zu verbinden. So, ne, machst du so, Patsch, oh Gott, Error, alles kaputt, was soll ich tun? So, gefixt, geht. Gut, ja, dann habt viel Spaß mit den Control-Nets für Stable Diffusion 1.5 Models. Ich deute nochmal auf mein Video hin für die derzeit verfügbaren Control-Nets für SDXL. Da gibt es ein extra Video für, schaut doch da mal rein. Auch eine richtig coole Sache. Ich sage nur Schwarz-Weiß-Fotos kolorisieren, richtig, richtig gut. Und dann habt Spaß beim selber experimentieren, nachbauen, rumprobieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin, tschüss.